Hallo ihr Lieben, ich bin die Jen vom Garten Gemüsekiosk und ich freue mich, euch heute in unserer Hofküche begrüßen zu dürfen. Wir backen heute keine Plätzchen, kein Eis, wir backen uns eine Suppe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich mich bei euch bedanken für die ganzen Rückmeldungen und Feedbacks zu unserer neuen Küche, unserer Hofküche. Das war ganz spannend zu lesen und auch eure Wünsche, was wir euch denn hier zeigen wollen, welche Rezepte ihr sehen möchtet und was wir aus dem Gemüse vom Garten, was wir eben machen. Und vor allen Dingen mit dem Fokus auf Alltagsküche. Und das kann ich auch gut verstehen. Bei uns wird unheimlich viel gekocht, fast täglich, eigentlich immer täglich. Und es gibt das, was es aus dem Garten gibt. Und jetzt habe ich hier einen Kürbis, einen Hokkaido-Kürbis. Ich weiß, Kürbissuppe wurde schon hoch und runter gekocht, sämtliche Varianten. Und ihr könnt euch vorstellen, alle 1, 2 Wochen gibt es bei uns auch Kürbissuppe in den verschiedensten, ja, Varianten. Eine ist dabei und die möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Die schmeckt ganz besonders. Das Rezept ist auch ganz besonders. Und deswegen hatte ich eben gesagt, wir brauchen auch den Ofen. Wir brauchen aber nicht nur den Ofen, wir brauchen auch noch einen großen Topf. Mit dem Ofen allein wird das nichts und natürlich auch noch Zutaten. Zwiebeln und Knoblauch haben wir jetzt schon hier liegen und das, was uns jetzt noch fehlt, sammeln wir uns zusammen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Rezept. Guck mal, das ist nicht geschossen. Schön, ne? Wir waren jetzt unterwegs und haben unser Gemüse eingesammelt und auch schon gewaschen. Und die Suppe kann man eigentlich in 3 Teile einteilen, die gemacht werden müssen. Der eine ist natürlich zu Beginn, werden wir eine Brühe kochen. Dafür habe ich jetzt verschiedene Gemüse, Sellerie, dann habe ich die Karotten, Porree, Zwiebeln und diesmal auch noch dabei Wurzelpetersilie. Ist also sehr optional. Wir kochen jetzt die Brühe. Man kann aber natürlich auch eine fertige nehmen oder ihr nehmt eure Lieblingsbrühe. Je nach Familie ist es ja unterschiedlich, welche Brühe gang und gäbe ist. Nehmt die einfach, kein Problem. Dann kommen dazu die Kartoffeln. Also die Brühe und die Kartoffel zähle ich als ein Teil. Das kommt in den Topf und das werden wir da kochen. Dann brauchen wir natürlich auch noch den Kürbis. Der Kürbis kommt in den Backofen, der wird gebacken. Der wird zusammen mit Zwiebeln und Knoblauch und Öl und Salz und Thymian in den Ofen kommen. Und der dritte Teil, da muss ich mal eben rüberräumen, sind natürlich Gewürze. Für die Suppe brauchen wir Lorbeerblätter. Die habe ich hier getrocknet. Die liebe Maren hat mir mal einen ganzen Strauß geschenkt. Und da habe ich noch welche von, richtig toll. Natürlich Oregano und ihr seht das schon. Also Kräuter haben wir hier in so großen Gläsern. Die werden den Sommer über gesammelt, getrocknet und dann habe ich die Schätze hier. Dazu kommt ganz klar Salz und Pfeffer. Und was ich auch noch dabei habe, ist einmal Piment. Finde ich, gehört in so eine Gemüsesuppe, in so eine Kürbissuppe kann man es auch gut geben, gehört dazu. Kann man in Kugelform haben, kann man aber auch eben als Pulver haben. Und optional, ich mag es aber sehr gerne, kommt noch Paprika hinzu. Ich habe einmal geräucherten Paprika und den normalen Paprika, Gemüsepaprika. Ich finde, das macht die Sache nochmal so richtig rund. Wir werden jetzt den Kürbis in den Ofen bringen, die Brühe kochen und die Kartoffeln machen und die Gewürze dürfen auch nicht fehlen. Wenn ihr noch das Ganze einfach verschriftlich haben wollt, schaut gerne auf dem Blog dabei. Den Link findet ihr unter dem Video in der Beschreibung.
Das Backblech habe ich erst eingeölt, dann habe ich die Kürbisspalten möglichst gleichmäßig dick geschnitten, hier drauf verteilt, dazwischen die Zwiebel und den Knoblauch, das Ganze mit Salz und Thymian bestreut und jetzt betupfe ich das nochmal schön mit Öl und dann kommt es in den Ofen. Ich habe jetzt Umluft 180 Grad und je nach Ofen 20 Minuten, 30 Minuten. Müsst ihr einfach mal schauen. Der Kürbis sollte gar sein und schon so leichtes Röstaroma haben. Also ab in den Ofen. Weiter geht es mit dem anderen Gemüse. Ich werde jetzt die Kartoffeln schälen und klein schneiden und auch das ganze Gemüse für die Brühe noch schön klein schneiden, damit wir damit gleich anfangen können. Dann geht es dann los mit Öl und der Zwiebel, aber erstmal beginne ich mit den Kartoffeln. Die Kartoffeln habe ich jetzt geschält und geschnitten und ihr seht schon, die Größe ist weitestgehend gleich groß. Das ist wichtig für das Garen, aber sie sind jetzt nicht mundgerecht groß. Und da ist jetzt der Punkt, ich habe vor, bei dieser Suppe hinterher alles noch zu mixen, also es wird alles fein püriert. Wenn man das nicht möchte, wenn ich jetzt eine Suppe mit Stückchen machen wollen würde, dann würde ich gucken, dass ich die ganzen Gemüsestücke in mundgerechte Größe bringe. Zum Beispiel bei mir würde ich jetzt die Küchenmaschine nehmen, dann habe ich so eine Würfelgröße von 1 Zentimeter, das ist immer ganz schön, aber da würde ich drauf achten. Und da hinterher sowieso alles püriert wird, gucke ich einfach nur, dass die möglichst gleich groß sind und eben auch nicht so groß. Denn über die Größe der Gemüsestücke kann ich auch die Garzeit beeinflussen. Größere Stücke brauchen eben länger. Neben den Kartoffeln haben wir jetzt hier den Sellerie. Da werde ich gleich die Hälfte von nehmen, also den halbiere ich nochmal. Der Rest kommt in den Kühlschrank, kann man auch anderweitig sehr schön in der Küche zubereiten. Dann habe ich noch den Porree, den habe ich schon den einen, voll der Oschi, in 3 Teile geteilt. Werde ich gleich nehmen, um den zusammen mit der Zwiebel im Topf dann anzubraten. Genauso wie die Möhre und eben auch die Wurzelpetersilie. Ja, los geht's. Ich werde jetzt die Zwiebeln schneiden und nicht weinen. Versuchen. Ich bin jetzt hier am Anbraten oder Anschmoren. Das Rühren ist ganz wichtig hier drin und Schwenken, denn ich habe volle Hitze. Ich gebe anschließend jetzt den Porree und die Kartoffeln noch dazu. Die werden auch noch mal so ein bisschen mit angebraten. Anschließend gieße ich auf mit Wasser und dann gucken wir, dass es schön aufkocht, dass das Gemüse gart. Und dann geht es weiter mit dem Kürbis. So, Kartoffeln rein.
Unser Gemüse im Topf ist jetzt gar. Ich habe eben eine Garprobe gemacht und das hat jetzt ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert. Genauso lange hat auch der Kürbis im Ofen gebraucht. Und wenn ihr euch das Blech jetzt mal anschaut, natürlich könnte man das jetzt auch einfach so auf den Tisch bringen. Also wenn man Kürbis da hat, als Ofengemüse schmeckt das natürlich auch richtig gut. Wir werden den Kürbis jetzt mit in den Topf geben. Und dann gibt es 2 Varianten. Aber ich möchte euch wirklich noch mal ermutigen, probiert das mal ruhig aus. Selbst wenn ihr sagt, oh, Kürbissuppe habe ich eigentlich langsam satt. Durch dieses Rösten bekommt der Kürbis wirklich ein so schönes Aroma, ist auch nicht mehr so süß. Also wem er sonst zu süß ist, probiert es unbedingt mal aus. Es schmeckt echt köstlich. Wenn wir gleich den Kürbis in der Suppe haben, im Topf haben, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Hier bei uns im Haushalt ist es so, dass die einen die Suppe ganz gerne in Stückchen sowieso essen, aber habe ich am Anfang erzählt, dann hätte ich die Größe der Gemüsestückchen anders gewählt, da hätte ich die Küchenmaschine genommen. Ansonsten ist eine schöne Variante auch einfach mit Kraft zu stampfen. Das werde ich auch gleich machen. Gestampfte Suppe wird hier auch gern gegessen. Dann gibt es aber noch jemanden hier in der Familie, der isst es am liebsten so als Cremesuppe und da wird dann die Suppe nochmal püriert. Also ihr seht, es ist gar nicht so einfach, mehrere Geschmäcker, Bedürfnisse zu befriedigen, indem wir einfach stückweise vorgehen. Jetzt werde ich den Kürbis in den Topf geben. Oh, das riecht so gut. Den möchte man am liebsten naschen. Und auch Zwiebel aus dem Ofen kennt ihr sicherlich auch. Schmeckt leicht süßlich, ist auch ganz schön, um Kindern Zwiebel schmackhaft zu machen. Wer damit starten möchte, kann das gut mit der Gemüsezwiebel machen. Die ist nämlich noch milder. Aber unsere Gemüsezwiebel kennt ihr sicherlich, ne? Die ganz große. Können wir im Januar schon wieder aussehen. Unser Gemüse ist komplett gar und jetzt auch gestampft. Ich würde es trotzdem noch ein bisschen ziehen lassen. Und das Schöne ist, bei so einer Suppe ja auch, wenn man so einen großen Topf kocht, kann man direkt für mehrere Tage kochen oder vielleicht dann auch noch eine Portion einfrieren. Für die Variante püriert als Cremesuppe nehme ich einfach meinen Mixer, den ich schon viele Jahre habe. Und da kann ich auch heiße Sachen einfüllen, das ist super. Und mixe das jetzt einfach gleich durch. Den verlinke ich euch mal mit auf dem Blog, wenn ihr einen echt guten Mixer sucht. Den habe ich schon ganz lange, wie gesagt, den kann ich echt empfehlen. So, und dann mal los. Wo ist der Deckel? Da hinten. Et voilà. Es ist angerichtet. Wir haben jetzt hier beide Variationen, dekoriert, garniert mit frisch geschnittener Petersilie und Kürbiskernöl. Ich finde, das passt zur Kürbissuppe auch immer richtig schön. Das werden wir uns gleich schmecken lassen. Und mich würde freuen, wenn euch das Video gefallen hat, eine Inspiration war. Über jeden Daumen nach oben freuen wir uns sehr, damit helft ihr uns auch. Und mich würde auch interessieren, wenn ihr es nachkocht, wie es euch geschmeckt hat und auch welche Variation ihr vielleicht gemacht habt. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, noch weitere Videos zu sehen von uns. Wir haben eine ganze Playlist zusammengestellt mit all unseren Rezepten, die ist hier oben verlinkt. Wir haben schon ganz viel gekocht, letztens mal in dieser Hofküche, das erste Mal zum Beispiel die Puntarella. Und letztens hatten wir das Nikolaustörchen, hier unten findet ihr das Video, denn auch dieses Jahr gibt es wieder den Garten-YouTuber Adventskalender, den wir mit dem Max zusammen organisieren. Und es sind über 24 tolle Törchen dabei. Also macht eure Gärten bunt, macht eure Teller bunt und bis zum nächsten Mal. Eure Jen.